Die Achsenmächte stehen mit den ihnen verbündeten Staaten in enger und steter Fühlungnahme. So traf in der letzten Woche der Chef der kaiserlich-japanischen Mission beim Drei-Mächte-Pakt, Vizeadmiral Nomura, zu einem Besuch in Rumänien ein. Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten in Bukarest. Auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens schließt sich das neue Europa fester zusammen. In Wien fand ein europäischer Postkongress statt. Im Palais der Deutschen Reichspost trafen sich Vertreter von 17 europäischen Nationen. In gemeinschaftlichen Besprechungen wurden erhebliche Verbesserungen im Post- und Fernmeldeverkehr festgelegt. Man beschloss ferner die Einführung wesentlich verbilligter Brief- und Telegrammgebühren. Die Tagung führte zur Gründung des Europäischen Post- und Fernmeldevereins. Vertreter von 16 Nationen nahmen am Dichtertreffen in der deutschen Stadt Weimar teil. Besuch der Gäste auf der Wartburg. Goethes Gartenhaus in Weimar. In der Weimarer Halle sprach Reichsminister Dr. Goebbels über die Aufgaben des Dichters im Kriege und über das Buch als geistige Waffe der Nation. Ein Streifzug durch die sportlichen Ereignisse des Monats. Von jeher erfreuen sich in Holland die Windhundrennen größter Beliebtheit. Zum Herbstrennen in Heemstede waren 4000 Zuschauer erschienen. In Spanien beteiligten sich 150 Schwimmer am traditionellen Wettschwimmen quer durch den Hafen von Barcelona. Die 3800 Meter lange Strecke wurde vom Sieger in 49 Minuten und 40 Sekunden bewältigt. In der Schweiz trafen sich im Wankdorfstadion zu Bern die Nationalmannschaften Deutschlands und der Schweiz zum Fußball-Länderkampf. 35.000 Zuschauer wohnten dem Spiel bei. Schweiz dunkle Hemden. Nach spannendem Spiel siegte Deutschland mit 5:3.
Schiedsrichter war der Spanier Escartin. Im Palais des Sports in Brüssel wurde die Wintersaison mit einem internationalen Radrennen eröffnet. Van Vliet gewann das Geschwindigkeitsrennen. 28 Teilnehmer starteten zum Mannschaftsrennen über 50 Kilometer. Die Mannschaft Col-Cloutier siegte in 1 Stunde, 2 Minuten und 32 Sekunden. Bereits heute beginnen die weiten Flächen der eroberten Ostgebiete sich für den europäischen Versorgungsmarkt nutzbar zu erweisen. Das Sonnenblumenöl stellt eine wertvolle Bereicherung der Fettversorgung dar. Ist die volle Reife erreicht, werden die Sonnenblumenköpfe von den mannshohen Stielen geschnitten. Die Kerne werden ausgeklopft und den Ölmühlen zugeführt. Die gepressten Rückstände dienen als Ölkuchen zur Verbesserung des Viehfutters. Aus allen Teilen Deutschlands melden sich junge Mädchen als freiwillige Nachrichtenhelferinnen der Wehrmacht. Tausende von Männern werden durch ihre Arbeit für andere Aufgaben frei. Nach dem Dienst fröhlicher Sport. Besuch der Akropolis. Unermüdlich führen die Staaten des neuen Europa den Kampf gegen den Bolschewismus. Hier trifft ein Bataillon des Freikorps Danmark nach tapferem Einsatz an der Ostfront zum Heimaturlaub in Kopenhagen ein. Das Ringen um Stalingrad dauert an, am Rande der nördlichen Fabrikvorstadt. Schwere Batterien beschießen die an der Wolga gelegene Industrieanlage, die zu den bedeutendsten der ganzen Sowjetunion zählen. Eine Industrieanlage nach der anderen wird dem Gegner im harten Kampf entrissen. Stuka greifen feindliche Batterien zwischen den Werkhallen an. Über Trümmer und Schutthaufen kämpft sich die Infanterie vorwärts und dringt immer tiefer in das Geschützwerk Krasny Barrikad ein.
Meter um Meter wird aus diesem gewaltigen Ruinenfeld, das die Sowjets zu einem tief gestaffelten Verteidigungssystem ausgebaut haben, herausgebrochen. Gefangene Bolschewisten, die aus Kellerlöchern und Bunkern herausgeholt wurden. Deutsche Stuka im Angriff. Unaufhaltsam vollendet sich das Geschick des heiß umkämpften Stalingrad. An der Kaukasusfront. Schienenlastkraftwagen bringen wichtigen Nachschub nach den vorderen Linien. Hier der Bahnhof von Bakanskaya im Raume von Novorossiysk. Riesige Treibstoff- und Munitionszüge wurden zerschmettert. Vormarsch in Richtung Tuapse. Verzweifelt verteidigen die Bolschewisten die wenigen noch in ihrem Besitz befindlichen Schwarzmeerhäfen. Deutsche Flakartillerie im Kampf vor Naltschik. Ein Munitionslager getroffen. Rumänische Gebirgstruppen dringen mit deutschen Gebirgsjägern in die Stadt ein. Fast jedes Haus besitzt Schießscharten und zu Bunkern ausgebaute Keller. Leichte Kampfverbände der Luftwaffe unterstützen in Tag- und Nachteinsätzen das Vordringen der Infanterie. Im Hintergrund die schneebedeckten Gipfel des Kaukasus. Die Kriegsmarine der Achsenmächte hat in den letzten Wochen auf allen Meeren bedeutende Erfolge erzielt. Eine Kampfgruppe der deutschen Kriegsmarine mit schweren Einheiten verlässt die norwegischen Gewässer zu neuem Vorstoß. Die Anwesenheit der deutschen Flotte im Nordraum zwingt die Verbündeten Sowjetrusslands, ihre Geleitzüge nach Murmansk durch schwere Einheiten zu sichern. Ein deutsches U-Boot auf Feindfahrt im Atlantik. Ein einzelfahrender Frachter ist gesichtet. Der Einzelfahrer kann nur ein Neutraler sein. Schuss vor den Bug, das Signal zum Stoppen. Der Frachter hat beigedreht und ein Boot ausgesetzt. Der Kapitän überbringt die Schiffspapiere. Die
Papiere sind einwandfrei. Es ist ein Portugiese ohne Bannware. Er kann seine Fahrt ungehindert fortsetzen. Eines der erfolgreichsten italienischen Unterseeboote, Barbarigo, mit seinem Kommandanten Kapitän zur See Enzio Grossi auf Feindfahrt. Angriff auf einen feindlichen Geleitzug. Kapitän Grossi am Seerohr. Kapitän Grossi versenkte bisher außer mehreren Transportern 2 amerikanische Schlachtschiffe, die Maryland und die Mississippi. Rückkehr nach siegreicher Feindfahrt. Ein Verband der kaiserlich-japanischen Kriegsmarine auf dem Wege zum Südpazifik. Klar, Schiff zum Gefecht. Schotten dicht. Ein Flugzeugträger. In den ersten 11 Monaten des Krieges versenkte Japan 59 Einheiten der amerikanischen Kriegsflotte. Darunter 7 Schlachtschiffe, 12 Flugzeugträger, 17 Kreuzer, 13 Zerstörer und 6 U-Boote.